Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge der Bahnhofssanierung. Nein, das ist noch nicht der Bahnhof Pulheim, sondern zunächst nur eine Stellprobe des Bahnhofsgebäudes auf dem alten Bahnsteig Kleining. Aber gehen wir doch der Reihe nach vor und schauen uns die Entstehung etwas genauer an. In Teil 1 hatte ich mir bereits ausführlicher die Norm europäischer Modellbahnen NEM 806 zu den Eisenbahnepochen in Deutschland angeschaut. Hier wird darauf hingewiesen, dass Bahnhofsgebäude nur noch in größeren Städten durch die Bahn genutzt werden und Bahnanlagen in mittleren und kleinen Orten auf Haltepunkte mit Bahnsteigen reduziert sind. Dies sollte bei der Bahnhofssanierung berücksichtigt werden. Im letzten Video wurde daher die Planung für einen Nachbau im Stile des aktuellen Zustands preußischer Einheitsbahnhöfe auf der Rhein-Erft-Bahn vorgestellt. Die Idee ist es, eine Kombination aus dem Bahnhofsgebäude in Pulheim und dem Mittelbahnsteig in Rommerskirchen umzusetzen. Den aktuellen Zustand des Vorbilds habe ich in einem vorausgegangenen Video dargestellt. Neben den Eindrücken der Rhein-Erft-Bahn gibt es zu den Bahnhofsgebäuden einige interessante aktuelle Zahlen. Laut Allianz pro Schiene verkaufte die Deutsche Bahn in den letzten gut 20 Jahren 81% ihrer Bahnhöfe, das sind 2824 von 3507 Bahnhöfen. In ganz Nordrhein-Westfalen besitzt die Bahn Stand 2021 nur noch 65 Bahnhöfe. Das sind zwar die viertmeisten aller Bundesländer, aber knapp 20 weniger als in Berlin. Diese aktuellen Daten stützen noch einmal die Aussagen der NEM 806 zu den Eisenbahnepochen. Die hier zu sehende Bahnhofsidylle gibt es auch auf meiner Modellbahn bereits nicht mehr. Im nächsten Kapitel ist festgehalten, wie der Bahnhof abgerissen wurde. Hier im starken Zeitraffer von ca. 40 Sekunden der Abriss, der auch im Original nicht mehr als 15 Minuten gedauert hat. Am längsten hat die Überwindung gedauert, endlich anzufangen. Für ein Nachempfinden des Bahnhofs Pulheim ist die Bahnhofsfassade ein entscheidendes Merkmal. Sie besteht aus Backsteinziegeln, die teilweise ausgebessert und überputzt sind. Das Bahnhofsgebäude soll durch Kitbashing von Standardbausätzen erstellt werden. Als Basis wird der Bahnhof Neupreußen von Auhagen verwendet. Er ist im Stil preußischer Bahnhöfe mit Backsteinziegeln nachgebildet. Auch für den angebauten Lagerschuppen gibt es ein passendes Modell von Auhagen. Wenn man sich die Fassade des Bausatzes allerdings anschaut, sieht das alles sehr rot und unnatürlich aus. Im ersten Teil hatte ich bereits die Versuche zur Modifizierung der Kunststoffoberfläche gezeigt. Dabei werden die Fassadenelemente mit einer Mischung aus Fugengrau sowie einer Acrylfarbe bestrichen und anschließend abgetupft. Das Ergebnis war schon ganz gut, hat mich aber noch nicht ganz überzeugt. Ich habe die Platten noch einmal mit unverdünnter Farbe bestrichen und nach dem Trocknen mit einem Küchentuch abgerieben. Nun zum Aufbau des Bahnhofsgebäudes, wobei man die Straßenseite später auf der Modellbahn kaum noch einsehen kann. Die Gleisseite wird dagegen voll im Blick des Betrachters liegen. Der Auhagen Bahnhofsbausatz enthält dabei bereits einige wichtige Elemente. Der linke Gebäudeteil passt, muss aber auf ein Stockwerk gekürzt werden. Der Mittelbau kann komplett übernommen werden. Ebenso der rechte Anbau, der später den Übergang zum Lagerschuppen darstellt. Aus der Sicht des Bauplans können die beiden 2,5-geschossigen Zwischenbauten entfallen. Der linke Anbau muss um ein Stockwerk gekürzt werden. Die zu übernehmenden Teile sind schnell zusammengebaut, wobei die grünen Türen braun umgefärbt werden. Beim zweigeschossigen Anbau muss eine Etage entfernt werden. Dies funktioniert am einfachsten mit einer längeren, scharfen Schere. Für den Anbau zum Lagerschuppen ist eine zusätzliche Seitenwand erforderlich.
Hierfür habe ich eine Auhagen-Mauerziegelplatte verwendet und diese in der bereits beschriebenen Weise koloriert. In der ersten Version ist die Seitenwand noch etwas zu hoch. Die Seitenwand zum Mittelbau muss auf die Dachfirsthöhe reduziert werden. Mit einer Schere lassen sich die Schnitte einfach und präzise durchführen. Damit kann nun die Grundstruktur fertiggestellt werden. Etwas schwieriger wird der markante Vorbau auf der Bahnsteigseite. Hier sind auch keine Rundbogen, sondern rechteckige Fenster eingebaut. Es ist nun der Versuch, die bislang nicht genutzten Fassadenteile des Bausatzes hierfür zu verwenden. 4 Fenster lassen sich so nicht realisieren, da die Fenster des Originals hier deutlich enger zusammenliegen als beim Rest des Hauses. Von der Höhe her passt nur der untere Teil des Fassadenstücks, allerdings mit einer Tür anstelle eines Fensters. Die Abtrennung erfolgt wieder mit der Schere. Aus einem weiteren Fassadenstück wird nun das Mauerstück unter dem Fenster herausgeschnitten. Nach entsprechendem Zuschnitt lässt es sich in die Lücke einfügen. Beim Original ist auf der linken Seite eine Tür, wozu ebenfalls eine Anpassung erforderlich ist. Zusammengeklebt sieht das Ganze dann schon mal so aus. Auch der angebaute ehemalige Wartesaal hat im Original einen Vorbau. Zur Nachbildung wird ein Dachteil zurechtgeschnitten und mit ungenutzten Teilen für die Seitenwände bzw. das Dach ergänzt. Die Kunststoffteile für die Regenrinnen werden vor dem Verkleben mit Silberbronze lackiert. Die Dächer der Hauptgebäudeteile sind im Original mit Dachziegeln gedeckt. Da im Bausatz Dachpappe-Nachbildungen vorgesehen sind, ist hierfür eine andere Lösung erforderlich. Die Wahl fiel hierfür auf die grauen Dachpfannenplatten von Auhagen. Da sie mir zu hell erschienen, habe ich verschiedene Kolorierungsversuche durchgeführt. Die Wahl fiel schließlich auf eine dunkelgraue Lösung von Vallejo, die nur wenig verdünnt aufgetragen wurde. Der Zuschnitt erfolgt dann wieder mit der Schere, wobei die Platten deutlich härter und damit schwieriger zu schneiden sind als die Fassadenteile des Bausatzes. In einem Dachzubehörbeutel von Auhagen habe ich Dachfirstziegel gefunden, die schwarz eingefärbt wurden. Mit weiteren Teilen aus dem Bahnhofsbausatz kann nun das Dach zusammengebaut werden. Mit dem Ergebnis bin ich absolut zufrieden. Nun fehlt noch der Lagerschuppen, der allerdings von der Bahnsteigseite kaum einzusehen ist. Immergrüne Bepflanzung und ein Wartehäuschen verdecken den Blick. Anders auf der Straßenseite. Hier wurde die Front für die aktuelle Nutzung angepasst. Als Bausatz habe ich den Güterschuppen von Auhagen ausgewählt, der als Ergänzung für den Bahnhof Neupreußen angeboten wird. Enthalten ist eine Vielzahl an Kunststoffteilen. Der Bausatz bietet verschiedene Aufbauvarianten an, darunter eine für den Anbau an den Bahnhof. Für die unterschiedlichen Varianten sind jeweils eigene Aufbauanleitungen vorhanden. Bei den Fassaden nachgebildet ist Fachwerk mit Backsteinziegelmauerwerk. Die Kolorierung erfolgt analog zum Bahnhofsgebäude. Zunächst wird verdünnte Farbe mit Fugenzement aufgebracht und dies dann mit unverdünnter Farbe überstrichen, die nach dem Trocknen mit einem Küchentuch abgerieben wird. Das Ergebnis genügt meinen Ansprüchen. Nach dem Einsetzen des Fachwerks sind die Fassaden zunächst fertig. Beim Original sind die Fensterrahmen weiß, während der Bausatz keine Rahmen enthält, dafür aber mit einem grünen Gitter bedruckte, durchsichtige Fenstereinsätze. Auch wenn man die Straßenseite beim Betrachten der Modellbahnanlage nicht wird sehen können, soll hier mit übrig gebliebenen Spritzlingen früherer Bausätze etwas nachgebessert werden. Das Ergebnis entspricht sicherlich nicht der Fassade in Pulheim, aber die Farbgebung passt immerhin. Im Original ist der Lagerschuppen mit Dachpappe gedeckt. Dies ist auch beim Auhagen-Modell so vorgesehen,
wobei ich das Kunststoffteil etwas angepasst habe. Damit ist der Schuppen erst einmal fertig, wobei ich auch dieses Vordach noch entfernt habe. Die Bahnsteigseite habe ich gar nicht ausgeprägt. Zusammengestellt sieht die Bahnsteigseite nun so aus. Auch beim Betrachten der Straßenseite fällt aber der Lagerschuppen viel zu groß aus. Im Original ist er nicht viel breiter als der Mittelbau. Also wird das Ganze noch einmal auseinandergenommen, um es zu kürzen. Auch das Kürzen erfolgt wieder mittels einer Schere. Die beiden Fassadenseiten sowie das Bodenteil werden abgeschnitten. Danach sehen die Proportionen deutlich besser aus. Was für die Wiedererkennung des Bahnhofs Pulheim noch fehlt, sind die auffälligen Werbebanner an Fassade und Fenstern. Hierzu wurden Aufnahmen gemacht, bei denen mit einem Fotobearbeitungsprogramm die Verzerrung möglichst reduziert wurde. Bei dieser Türhinterlegung musste auch der sich spiegelnde Baum entfernt werden. Nach dem Ausdruck mit einem normalen Farbdrucker wird das Papier noch mehrmals mit Klarlack übersprüht. Durch die Applikationen erhöht sich die Ähnlichkeit deutlich. Auf der Bahnsteigseite lässt sich so auch bei den Rundbogenfenstern ein rechteckiger Eindruck erwecken. Nach dem Verkleben ergibt sich ein stimmiger Gesamteindruck. Insbesondere die auf der Modellbahn sichtbare Bahnsteigseite zeigt eine hohe Ähnlichkeit. Ergänzt sind hier links unter dem Vordach noch ein Biergarten, sowie passend zum Original rechts Büsche und ein Wartehäuschen. Auch die erste Stellprobe auf dem noch alten Bahnsteig Kleiningen gefällt. Mit einer Baureihe 425 der Rhein-Erft-Bahn sieht es nochmal besser aus. Ich bin mit dem Ergebnis mehr als zufrieden. Als nächstes werde ich mich nun den Gleisen widmen. In Pulheim und Rommerskirchen sind heute Gleise mit Betonschwellen verlegt. Leider sind diese im Märklin-Sortiment nicht zu finden, weder bei C- noch bei K-Gleisen. Daher habe ich mich dazu entschlossen, im Bahnhof ein Rocco-Flex-Gleis mit Betonschwellen einzusetzen. Natürlich fehlen dann zunächst die Mittelleiterkontakte. Hierfür gibt es eine Lösung von Weichenwalter. Die Metallschienen mit den Punktkontakten werden unterhalb der Betonschwellen mit dem Lötkolben befestigt. Mehr dazu dann im nächsten Teil. Bis dahin!